Moin zusammen, da sind wir wieder. Zweite Runde mit der Airbrush. Wir wollen heute mal versuchen, die kleinen Details nur mit der Airbrush zu machen. Ich sage euch gleich, ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Aber ich habe hier einen hellen Braunton schon vorbereitet. Und ja, schauen wir doch mal, wie wir das hinbekommen. Diesen Braunton füllen wir jetzt natürlich in die Airbrush-Pistole erstmal ein. Und dann hoffe ich, dass ich damit einen vernünftigen Effekt hinbekomme, dass wenn ich es hinterher mit einem Wash ein bisschen bearbeite und vielleicht noch ein bisschen Trockenbürste, dass das so eine Holzmaserung kriegt. So, Airbrush funktioniert, zumindest ohne Farbe. So, jetzt fülle ich hier vorsichtig ein bisschen in die Airbrush-Pistole. Nicht zu viel, aber ein bisschen. Diesmal war ich auch so clever und habe ein Pöttchen genommen, was unten keine Haken oder irgendwelche komischen Dinger drin hat. Und es ist verschraubbar, das heißt, dass die Farbe auch noch ein bisschen länger hält. Ja, ja, das ist nicht verkehrt. Und das war wieder mal mein Handy. Warum auch nicht? So. Und dann legen wir mal los. Ja, da kommt schon was raus, also sollte es klappen. Hoffe ich. Ja. So, und jetzt schön vorsichtig. Ja, jetzt bin ich, glaube ich, ein bisschen zu weit weg und jetzt geht wieder nichts. Da war tatsächlich mein Problem. Ich hatte hinten, also ihr könnt ja hinten die Nadel ein bisschen justieren und ich habe die einfach zu feste gedreht gehabt. Deswegen hat das bei mir nicht funktioniert. Deswegen mache ich sie jetzt gerade auf. Das seht ihr jetzt leider nicht, weil die Kamera leider... Ja, ich habe halt keinen Platz, ne? Kommt aber irgendwann auch noch mal. Vernünftiger Raum. Auf jeden Fall musste ich halt hinten ein bisschen die Nadel wieder lockerer machen, damit die sich vor und zurück zieht. Die war einfach viel zu feste. Ich habe die viel zu fest gezogen nach dem letzten Reinigen. Ja, und das sind immer so Kleinigkeiten, die lernt man. Wie heißt es so schön? Howing by doing oder so ähnlich. Learning by doing. Howing by doing. Genau, das war jetzt auch ein geiler Satz. Learning by doing. Und so, jetzt habe ich es wieder fest. Jetzt kommt auch wieder was. Theoretisch. So, und jetzt gehen wir ein bisschen näher ran, weil wir ja die Feinheit machen wollen. Wenn man näher rangeht, wird natürlich das Ganze kleiner. Ich habe tatsächlich auch noch bis zu 2 mm und 5 mm Nadeln. Das hier ist jetzt ein 4er. Aber ich dachte mir, für das Holzding, ganz ehrlich, da kann man ja zum Üben kann man das so machen. So. Ja. Dann gehen wir mal ein bisschen ins Vorlaufen und ich mache euch ein bisschen Musik. Bis gleich. Ja, wie dem aufmerksamen Beobachter aufgefallen sein sollte, hat meine Farbe extremst Blasen geschmissen. Und ich habe versucht, die Nadel irgendwie sauber zu kriegen, weil das passiert tatsächlich. Es kommt keine Farbe mehr raus, oben fängt es an zu blubbern. Das kommt, wenn die Nadel zu ist und die Luft natürlich nicht vorne raus kann, sondern nur noch hoch in den Farbtopf. Dann fängt das richtig an zu blubbern. Ja, habe ich jetzt wieder hingekriegt. Jetzt mache ich hier erstmal wieder weiter. Wie ihr seht, so toll bin ich da drin noch nicht. Ne? Aber ich denke mal, eine Kombination aus Pinselarbeit und Airbrush ist für den Anfang sowieso das Beste, was man machen kann. Ja. Und ganz ehrlich, jeder sagt euch immer, kauft euch eine teure Airbrush.
direkt am Anfang, dann habt ihr den Frust nicht, dies, das, jenes. Es ist nicht mal unbedingt, ob die Airbrush teuer oder billig ist. Natürlich eine teurere von Harder & Steen, die sind natürlich super, die Dinger, ne? Und klar, so eine will ich auch haben. Aber die ich jetzt hier habe, hat, ich glaube, grob 30 Euro gekostet, 20, 30 Euro. Ich habe verschiedene Nadeln und ihr werdet eine auf jeden Fall irgendwie kaputt kriegen. Und wenn es nur ist, dass ihr die Nadel verbiegt oder drin die Mechanik kaputt macht oder mal einen Tag vergesst, die zu reinigen und dann trocknet alles an. Deswegen holt euch erstmal eine günstige, bis ihr, sag ich mal, die Basics könnt und dann kann man sich immer noch was Teureres holen. Ja? Auch ein guter Trick ist, vorne das abzuschrauben, dass ihr direkt die Nadel seht, weil dann könnt ihr auch näher rangehen. Passt nur auf, dass ihr nicht vorne die Spitze verbiegt und ihr könnt noch viel feiner arbeiten, weil ihr auch einfach mehr seht. Weil wenn, gerade bei dieser günstigen hier, ihr seht die Nadel nicht, weil da dieser Schutz drumherum ist. Wenn ihr das aber abmacht, die funktioniert genauso weiter, aber ihr könnt vernünftig gucken. Ja. So, jetzt gibt es noch mal kurz Musik und dann sehen wir uns wieder, wenn wir reinigen müssen. Bis gleich. Damit haben wir das jetzt soweit fertig. Noch ein paar Kleinigkeiten machen und dann werde ich die Farbe wieder zurück in den weißen Pott packen. Weil man soll ja nichts oder man muss ja nichts verschwenden und dann machen wir uns an die Reinigung. Wenn ihr Tipps für mich habt, generell was die Videos angeht oder auch Airbrush-Tipps, gerne schreibt sie mir in die Kommentare. Ich versuche sogar darauf zu antworten und ich versuche sie auch umzusetzen. Und da ist mir ein Malheur passiert, ja. Ja, Leute, das gehört halt leider auch dazu. Ich habe nicht drüber nachgedacht, dass wenn man die Pistole über die Farbe hält, die Luft die Farbe aus dem Behältnis befördert. Jo, gut. Da musste ich jetzt erstmal ein bisschen sauber machen. Und dann zeige ich euch, wie man die Pistole reinigt, wenn man keine Sauerei macht. So, jetzt habe ich meinen Schreibtisch halbwegs gerettet. Gut, naja, passiert. So, also ihr solltet immer so ein kleines Reinigungsgefäß haben, wie ich hier habe. Gibt es auch bei Amazon oder bei dem Tabletop-Händler deines Vertrauens. Links sind auch unten, wo ich die Sachen gerne immer bestelle. Damit ihr einfach nicht ganzen Farbpartikel und die Reinigungssachen, also die Chemie von den Reinigungsmitteln, damit ihr die einfach nicht in die Luft habt, groß einatmet. Und ja, so, ich mache jetzt mal eben grob hier von außen den Kladderadatsch noch weg. Und dann nehmen wir einen Airbrush Cleaner. Da solltet ihr auch wirklich gucken, dass ihr da was Vernünftiges habt, nicht irgendwie Brennspiritus nehmen oder so. Weil das kann tatsächlich das Metall angreifen. So, ihr packt das Ganze jetzt einfach hier oben rein, so dass die Öffnung in das Gefäß zeigt. Das hat auch tatsächlich einen kleinen Filter oben drin. Ich habe hier mir den Cleaner, ich habe eine Literflasche, ich habe mir den umgefüllt. Ich packe die Farbe jetzt schön, den Cleaner in das Farbbehältnis, ne, wo oben die Farbe reinkommt. Nehme mir dann einen Q-Tip und gehe ein bisschen reinigend in dem Farbbehälter drumherum. Einfach, dass wir das Hartnäckige und so. Solange die Farbe noch feucht ist, geht das immer relativ schön und zügig. So, genau. So, einmal sauber machen. Und sieht immer ein bisschen eklig aus, gerade bei solchen Farben. Und dann einfach durchspülen, sag ich mal. Dass ihr diesen ganzen Mist einfach dadurch rauspustet. Das müsst ihr mehrmals machen. Und danach empfehle ich dann immer noch mal mit Klarwasser drüber, also Klarwasser durchzupusten, damit dann da auch die Chemie weg ist. Jetzt haben wir das soweit fertig.
Stellen wir das mal eben kurz zur Seite. Jetzt müssen wir die Pistole auseinandernehmen. Ich fange immer vorne an, diesen, ja, Nadelschutz nenne ich das immer, abzumachen. Jetzt müsst ihr schauen, bei jeder Airbrush ist ein kleiner Maulschlüssel dabei, sag ich mal. Ich nenne den jetzt einfach Maulschlüssel, ich weiß nicht, wie das richtig heißt. Und dann müsst ihr vorne vorsichtig, das ist echt filigran, eine kleine Schraube lösen. 1, 2 Umdrehungen reichen. Dann könnt ihr die vorsichtig abmachen. Und dann ist es wichtig, die Nadel, die zieht ihr nach vorne weg. Nicht nach hinten. Dann zieht ihr die ganze Farbe und den ganzen Schmutz zieht ihr dann durch das ganze Gehäuse hinten. Oh, ich habe vergessen, hinten loszulösen. So, und dann zieht ihr das vorne rum raus. Seht ihr jetzt leider nicht so, aber ich mache nochmal ein extra Video wirklich nur zum Reinigen. So, dann habt ihr das. Dann könnt ihr da wiederum ein Taschentuch nehmen und erstmal die Farbe grob abmachen. Ich tröpfel da immer noch ein bisschen Reinigungsmittel drauf, damit da halt auch bestmöglich sauber gemacht ist. So, die legen wir jetzt vorsichtig weg. Ihr seht schon, da ist schon nichts mehr dran. So. Als nächstes gehe ich nochmal mit dem Q-Tip dadurch, dass da die Restfarbe auch rauskommt. Weil jetzt ist ja nicht mehr die Nadel im Weg. Das heißt, wir können auch noch da unten rein. So. Seht ihr, was ich da noch raushole, obwohl ich den Reiniger drin hatte. So, vorne. Ja, erstmal ein bisschen Farbe wieder, Lösungsmittel. Seht ihr, da kommt immer noch was raus. So. Vorne ein bisschen tupfen, ganz vorsichtig. Ist halt alles sehr filigran da vorne. So. Ah, meine Verzierungen an der Airbrush sind auch versaut. Ja gut, ich habe ja auch schön rumgesaut eben, ne? So, das machen wir auch noch eben schnell sauber. Und im Großen und Ganzen haben wir es jetzt schon wieder. Jetzt müssen wir nur noch den Spaß wieder zusammenbauen. Das war jetzt eine große Reinigung in Anführungsstrichen, weil ich jetzt keine wie heißt es? Keine zweite Farbe benutze. Also ich puste noch ein bisschen ins Taschentuch mit der Pistole, damit halt auch restliche Farbe raus kann. So. Und wenn wir das gemacht haben, bauen wir den Spaß wieder zusammen. Also beziehungsweise, ihr müsst das so lange machen, bis wirklich nur noch klares Wasser in Anführungsstrichen oder Reinigungsmittel rauskommt. Und dann könnt ihr wieder zusammenbauen und das wegräumen. Das Zusammenbauen ist genauso frimmelig halt wie das Auseinanderbauen. Ja. Aber gut, das ist jetzt hier noch alles so ein bisschen Mikromanagement, was ich da jetzt noch mache. Ja, aber an sich habt ihr sie dann schon sauber. Ich finde, das ist immer sehr, sehr praktisch und super. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video, wo wir mal wieder weitermachen mit meinem Blood Bowl Stadion. Schauen wir mal, was wir geschafft kriegen. Ich hoffe ja, dass wir das Spielfeld langsam mal fertig kriegen, schon mal. Oder halt das nächste Gebäude für die Seiten. Mal gucken, worauf ich Lust habe. Gut, in diesem Sinne wünsche ich euch was und sage bis zum nächsten Mal und bye bye.